Europa, die EU, Brüssel, Straßburg. Alles zu weit weg vom Bürger? Eigentlich nicht unbedingt. Eigentlich können wir durchaus mitbestimmen, wenn wir viele sind. 1 Million, um genau zu sein. Mit 1 Million Unterschriften kann man eine europäische Bürgerinitiative starten. Das steht im Vertrag von Lissabon und ist seit 2012 in Kraft. Nur war keine der Initiativen bisher so wirklich erfolgreich. Doch das sollte sich diese Woche ändern. Katrin Matei berichtet, ob Europas Bürger jetzt mächtiger werden. Heute ist ein wichtiger Tag für Carsten Berg. Er ist extra ins EU-Parlament nach Straßburg gereist. Seit Jahren kämpft er dafür, dass Europas Bürger mehr Einfluss auf EU-Gesetze bekommen, dank der Europäischen Bürgerinitiative. Die soll vom Parlament heute mehr Power bekommen und das ist dringend nötig. In der Tat ist es für viele Menschen einfach noch ein zahnloser Tiger. Und um so ein Instrument wirklich wirksam zu machen, muss man genau in die Details schauen, ob das, was die Bürger wollen, irgendwann auch mal umgesetzt wird. Das ist der entscheidende Punkt, dieses Instrument richtig effektiv und demokratisch zu machen. Und wie funktioniert so eine europäische Bürgerinitiative? Die Initiatoren müssen in 7 der 28 Mitgliedstaaten 1 Million Unterschriften zusammenbekommen. Nimmt die EU-Kommission die Initiative an, kann sie ein Gesetz vorschlagen. Kann, muss aber nicht und hat sie bislang auch nicht. Beispiel: die Initiative Stop TTIP gegen das geplante Freihandelsabkommen mit den USA. Der Widerstand ist gewaltig, quer durch Europa. Im Nu kommen 3,2 Millionen Unterschriften zusammen, ein Rekord. Aber die EU-Kommission nimmt die Initiative noch nicht einmal an. Die Begründung: bei internationalen Verhandlungen hätten Bürgerinitiativen nichts mitzureden. Beispiel 2, die sogenannte Recht auf Wasser-Initiative. Mehr als 1,6 Millionen Unterschriften gegen die Privatisierung von Wasser und dafür, dass Wasser ein Menschenrecht wird. Diese Bürgerinitiative ließ die EU-Kommission zwar zu, machte im Vorfeld auch einige Zugeständnisse, aber auf ein Gesetz warten die Bürger bis heute. Wir fragen den zuständigen EU-Kommissar, warum reagiert seine Behörde nicht auf diese Initiativen? Das machen wir doch. Das machen wir doch. Aber wir müssen das machen innerhalb der Regeln. Wir können diese Regeln nicht ändern. Wenn das Europäische Parlament uns fragt, die Regeln zu ändern, innerhalb des Vertrages, würden wir es machen. Deshalb hat Carsten Berg jetzt alle Hoffnung auf das EU-Parlament gesetzt und auf einen Antrag des federführenden Abgeordneten György Schöpflin. Die EU-Kommission sollte gezwungen werden, bei einer erfolgreichen Bürgerinitiative mit einem Gesetz zu reagieren. Carsten Bergs bisheriger Verbündeter, der Abgeordnete Schöpflin von den Konservativen, hat sich aber in letzter Minute von den Sozialdemokraten weichklopfen lassen. Die wichtigste Forderung ist jetzt raus. Das bedeutet, bei einer erfolgreichen Bürgerinitiative muss die EU-Kommission nach wie vor nicht automatisch ein Gesetz vorlegen. Ohne eine positive Stellungnahme der Kommission gibt es also auch künftig keinen Gesetzesvorschlag. Da bleibt zumindest viel Spielraum zum Herauszögern und Verschleppen. Chance vertan. Warum hat sich der Abgeordnete Schöpflin umdrehen lassen? Ich musste eine breite Koalition schmieden und dafür eben den Preis bezahlen, dass der Text verwässert wurde. Aber hier im Parlament proben wir nun mal keine Revolution. Das ist ein politischer Prozess. Dafür braucht es eben auch Geduld. Momentan ist es jetzt tatsächlich so, dass sich das Parlament und Kommission darauf verständigt haben, dass nichts passieren muss. Die Kommission kann sich dafür entscheiden, das aufzunehmen oder auch nichts zu machen. Und das bringt uns nicht weiter. Trotzdem, er kämpft weiter und hofft auch auf den Europäischen Gerichtshof. Dort klagen die TTIP-Gegner und 5 weitere abgeschmetterte Bürgerinitiativen. Sie alle wollen, dass ihre Stimme endlich gehört wird von den EU-Politikern. Und jetzt die Tagesschau. Hier im ersten mehr zur Parlamentswahl in der Türkei. Heute Abend um 19:20 Uhr im Weltspiegel. Ihnen einen angenehmen Sonntag und bis bald im Europamagazin. Tschüss, Wiedersehen.